Hallo, guten Morgen. Heute möchte ich mal ein Video machen, das nenne ich Revolution. Und zwar geht es um ein Erlebnis, das ich in diesem Frühjahr hatte. Das ist folgendes. Ich bin mit dem Fahrrad in den Nachbarort Rennchen gefahren, parallel zur Bundesstraße. Da ist dann ein Radweg, der liegt etwas tiefer als die Hauptverkehrsstraße und parallel zu Feldern und Wiesen. Und dann bin ich so dahergefahren. Warte mal jetzt. Ja, ich bin also da entlang gefahren, parallel zu der Straße, und habe 2 oder 3 andere Radfahrer überholt. Die waren also an meiner rechten Seite. Und während ich sie überholt habe, haben sich ihre Gesichter verformt. Das hatte etwas wie aus einem Science-Fiction-Film. Die Köpfe waren plötzlich wie aus einer Masse geformt, geknetet. Die Augen waren anders, die Nase war anders, der Mund war anders. Da habe ich erst gedacht, ob ich träume oder einen Albtraum habe. Und dann bin ich zu einem Supermarkt gefahren in diesem Nachbarort. Das war auch mein Ziel. Und bin dort auf den großen Parkplatz gefahren, ein riesiger Supermarkt, ein riesiger Parkplatz. Bin darauf gefahren und habe mein Fahrrad abgestellt, und viele der Leute, die mir begegnet sind auf dem Weg zu dem Haupteingang, haben genau das Gleiche gezeigt. Ihre Gesichter verformten sich oder waren verformt, und viele der Passanten schauten sich gegenseitig erstaunt an. Sie haben einander noch erkannt, aber sie haben auch registriert, dass sich ihr Gesicht verändert hat. Der Mund war plötzlich anders, die Nase war anders, so dass man gerade noch erkennen konnte, wer es war, aber eben halt verändert. Manche hatten auch Veränderungen am Körper, Verformungen. Dann bin ich reingegangen in den Supermarkt. Und etwa innerhalb von einer Viertelstunde fiel die Temperatur in dem Supermarkt etwa um 10, 15 Grad. Das war das Erlebnis. Darüber habe ich schon zweimal berichtet. Aber jetzt, bevor es sang- und klanglos vergessen wird, möchte ich noch einmal davon berichten, weil es außergewöhnlich ist, und deshalb nenne ich es Revolution, weil es auch etwas völlig anderes ist, weil es eigentlich zeigt, dass wir in einen anderen Bewusstseinszustand hinübergleiten können oder eine Art Parallelwelt. Wir können bei vollem Wachsein, bei vollem Bewusstsein, ohne dass wir irgendwelche Medikamente, Drogen oder Alkohol genommen haben, in völlig fittem Zustand hinübergleiten in ein Paralleldasein. Ja, das ist mir wichtig. Als ich wieder zu Hause war mit dem Fahrrad, habe ich an dem Tag und an dem Folgetag mehrere Rundfunksender und Zeitungen angeschrieben online und danach gefragt und darum gebeten, dass vielleicht jemand mal kommt, ein Reporter, und hier Interviews macht bei den Leuten, bei denen ich gefühlt habe, dass sie noch herumrätseln, was sich tut und was sie erleben, die aber ein Bewusstsein davon haben, dass das geschieht im Moment.
Und dieser Zustand, der hielt etwa, ich weiß nicht mehr genau, 2 oder 3 Tage an, wo ich gemerkt habe, auch am nächsten Tag begegnen sich wieder auch die Nachbarn und lächeln sich gegenseitig an und sind erstaunt, wieso der andere plötzlich ein anderes Gesicht hat, ein verformtes Gesicht hat. Zeitlich dürfte das alles etwa mit dem Corona-Ausbruch, wie er genannt wird, zu tun haben. Ja, jedenfalls hatte ich ein Interesse daran, dass das publik wird, und ich hatte ein Interesse daran, dass ich darüber berichte, hier online, auch wenn ich Gefahr laufe, dass ich für verrückt erklärt werde von anderen oder von den Medien. Ich kann aber nur sagen, ich bin völlig normal, und in diesem Zustand bin ich auch dahergefahren. Ich habe es trotzdem erlebt. Es ist niemand gekommen, kein Reporter gekommen, niemand hatte Interesse daran. Es hat auch niemand auf meine Videos reagiert. Es gibt keine Kommentare, keine Diskussion, keine Gespräche. Aber jetzt, bevor es ganz vergessen wird, möchte ich das halt noch einmal darstellen und erklären. Die Köpfe waren also wie geknetet, verformt, leicht verformt, verdreht. Augen, Nase, Mund waren verschoben. Die Leute selber fanden das zum größten Teil irgendwie lustig. Sie haben sich gegenseitig angelacht, sie fanden es witzig, die Situation. Und ich fand es alles interessant und habe versucht, es verstandesmäßig zu verstehen. Und als ich wieder zu Hause war und am nächsten Tag, dachte ich, vielleicht ist es eine Prophezeiung, vielleicht habe ich so etwas gesehen, ist mir so etwas geschehen, wie auch in der Bibel berichtet wird, ja auch von unglaublichen Erlebnissen und etwas, was wir uns gar nicht vorstellen, dass das passiert sein kann, dass das Wahrheit ist. Ich kann aber nur sagen, dass unser Wissen von Wahrheit nicht ausreicht. Es gibt eine viel größere Wahrheit als das, was uns bewusst ist, was wir kennen und wo wir sagen, das ist unsere Wissenschaft oder unser Wissen. Ja. Und mal schauen, was es bringt, ob es in Zukunft diese Geschehnisse gibt. Ich habe sehr, sehr viele Menschen auch in den Tagen danach noch gesehen, bei denen sich die Körper verformt haben. Ich selber hatte eine Zeit lang später einen Herzinfarkt, ich hatte einen epileptischen Anfall, ich hatte Unterleibsschmerzen, alles Mögliche. Ich hatte eine Woche lang Durchfall. Ich war mehrmals im Krankenhaus, bin untersucht worden, und ich hatte von 0 auf 100 gleich eine Menge Medikamente bekommen. Ich glaube 12 verschiedene Medikamente, die ich am Tag genommen habe. Und als Folge dieser Medikamente ist mir im Krankenhaus eben auch so etwas geschehen, dass ich Verformung an meinem Körper hatte. Mein Arm, mein Unterarm hat sich verformt, ist dicker geworden, so wie angeschwollen. Auch mein Handrücken war plötzlich dicker geworden. Die Finger hatten sich verformt, so leicht, und das war alles sehr interessant. Und ich kann nur sagen, es geht etwas ab, und das war auch mein Empfinden insgesamt. Es geschieht etwas, von dem wir keine Ahnung haben, und es gibt etwas, das ist größer als wir selbst. Es gibt auch ein höheres Dasein, es gibt ein höheres Bewusstsein, es gibt einen höheren Geist als den, auf dem wir uns, in dem wir uns momentan begegnen oder uns festschreiben wollen. Es geschieht Großartiges, und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich bin für alles offen, und vielleicht auch, weil ich für alles offen bin, widerfährt mir auch dieses oder jenes. Und ich versuche darüber zu berichten, das versuche ich. Okay? Das wollte ich heute mal sagen.
Also bis die Tage, da melde ich mich wieder. Ciao. Ja, es ist mir wichtig, dass ich das jetzt noch einmal berichte. Ich könnte es ja auch einfach weglassen und zu mir selber sagen, das ist Schwachsinn. Das tue ich aber nicht, weil mir dieses widerfahren ist und es ist Wahrheit. Es ist Wirklichkeit, es ist Wahrheit. So wie ich es berichte, habe ich es erlebt und so möchte ich es auch an euch weitergeben. Großartiges geschieht in der Welt. Manchmal kann man es fühlen oder erahnen. Man kann es auch fühlen. Es ist so wie Vibrations. Also es war ein sehr schönes Erlebnis, interessantes Erlebnis. Es hat mir keinerlei Angst gemacht. Ich fand es sehr interessant. Mein Wunsch war nur, dass ich es anderen mitteile und ich hätte gerne eine Diskussion geführt darüber und mich gern ausgetauscht mit anderen, die Ähnliches erlebt haben oder erleben. Die Erlebnisse haben, die man nicht einfach so erklären kann. Okay, das wollte ich jetzt nochmal sagen.